Einen wunderschönen guten Morgen. Wenn Sie nicht wissen, wo die Stimme herkommt, die Sie gerade hören, ich bin auf der Bühne. Kommen Sie bitte gerne aus dem Ausstellungsbereich hier herüber. Wir starten jetzt nämlich mit dem Bühnenprogramm. Einige haben unsere wenigen Sitzplätze schon ergattert, wunderbar. Und der Rest sehr gerne einfach hier drumherum verteilen. Ich glaube, es ist von überall gut zu sehen. Auch hier hinten ist noch ein bisschen Platz. Kommen Sie gerne so nach und nach von dem Ausstellungsbereich hier rüber. Ich verstehe, dass die Aussteller selber als Letzte dann wahrscheinlich dazu stoßen. Aber kommen Sie doch gerne nach und nach hier in die Richtung der Hauptbühne. Genau. Und dann natürlich auch sehr gerne nach und nach ein bisschen leiser werden, denn dann können die hier vorne sitzen, mich, glaube ich, ein bisschen besser verstehen. Okay, so langsam, genau, der Schwarm. Es braucht immer etwas, bis alle da sind. Wunderbar. Dann sage ich jetzt nochmal, guten Morgen zusammen. Guten Morgen in alle Richtungen. Insbesondere natürlich guten Morgen, Herr Minister Krischer, guten Morgen, Herr Mitteldorf auch. Guten Morgen an alle Speakerinnen und Personen, die hier gleich einen Beitrag haben. An alle Ausstellenden natürlich, insbesondere an unsere ganzen Klimaanpassungsexpertinnen und Experten und die es noch werden wollen, hier im Raum. Guten Morgen zusammen. And of course, good morning, Mrs. Kessler. Great that you're here and also your delegation and everybody else who does not speak German. Welcome here, welcome everybody to the Resilience Expo. Liebe Resilience Community, schön, dass Sie alle da sind. So, und Sie haben es vielleicht schon gemerkt, ich muss ein paar Sprachhinweise geben, weil wir nicht nur deutsche Besucherinnen und Besucher hier haben, sondern natürlich auch Personen aus dem Ausland. Wir sind ja eine internationale Messe. Darum nochmal für die Deutschsprachigen, das ganze Bühnenprogramm ist auf Deutsch, bis auf 2 Beiträge, nämlich gleich die Keynote von Frau Kessler aus Minnesota, die wird direkt auf Englisch sein, und auch eine Videobotschaft, die wir von einem EU-Kommissar gleich noch einspielen werden. Nur als Hinweis, da haben Sie sich nicht verhört, das wird auf Englisch sein und nicht übersetzt werden. And for those that now could not understand me until just now, for the non-German speakers, the whole program on stage today will be in German. So in case you do not speak German, we have headphones with translations. If you did not get them yet, I see a couple of you already wearing them, then you can get them at the entrance, also where you registered. So they have those headphones for you. Also, please return them there. They asked us specifically that it would be nice if you could also return those headphones later on. And for all of our live stream participants that are now digitally listening and watching, you can also switch the channel language from German to English in case you do not speak German. Jetzt, wo mich hoffentlich alle verstehen, jetzt haben hoffentlich alle den richtigen Channel gefunden und wir können so weitermachen, stelle ich mich auch kurz eben vor. Mein Name ist Irene Seemann und ich moderiere heute die jetzt nächsten 1,5 Stunden durch das kurze Bühnenprogramm, was wir haben, bevor die richtige Expo losgeht. Und eine wichtige Sache, ich bin Ökonomin. Das heißt, mein ganzer Blick auf die Welt, ist nicht wahr, nicht mein ganzer Blick, aber mein Blick auf die Welt ist immer ein bisschen wirtschaftlich. So ein bisschen Angebot, Nachfrage, Stichworte wie Marktentwicklung, Investitionen. Das ist was mich immer so ein bisschen triggert, das finde ich großartig und vor allem, wenn es dann mit meiner Leidenschaft der Klimaanpassung zusammenkommt. Das Tolle ist, all diese Aspekte kommen heute hier zusammen. Das Angebot, Angebot und Nachfrage. Ja, das Angebot, das sind all die Aussteller hier. Wir haben 70 Aussteller heute hier. Das ist doppelt so viel wie letztes Jahr und ich glaube 3-mal so viel, als wir ursprünglich je geplant hatten. Das ist ganz fantastisch. Die meisten haben gestern schon aufgebaut. Nachher werden hier in dem Bereich, wo wir jetzt die Stühle haben, auch noch einige weitere Aussteller schnell sich aufbauen. Das heißt, es werden sogar noch ein paar mehr. Und wir haben auch noch einige, die sich am Nachmittag in den Sessions präsentieren werden. Die haben nicht einen Stand, aber die werden im Rahmen der Sessions auch noch sich präsentieren. Die Nachfrageseite, ja, das sind alle Besucher natürlich, denn sie gucken sich ja die Angebotsseite an. Das heißt, sie sind auch da, großartig. Wir haben
über 500, ich glaube 550 Anmeldungen. Das ist auch wieder doppelt so viel, als wir erwartet hatten und so weiter. Also es wird auch wirklich voll hier. Ich habe gehört, die Lüftung geht irgendwann auch an, wenn es Ihnen zu warm wird. Keine Sorge, der Sauerstoff wird reichen. Und im Livestream werden wir wahrscheinlich auch nochmal 100, 150 Gäste erwarten. Also wunderbar, dass so viele Leute auch von der Nachfrageseite dabei sind. Ja, und die Marktentwicklung, das ist ja auch ein Stichwort, was ich gerade gesagt habe, das sehen wir eben auch. Dass wir von letztem bis zu diesem Jahr uns schon einfach verdoppelt haben an Aussteller und an Besucheranzahlen, das zeigt einfach, dass diese Nachfrage nach Klimaanpassung zunimmt, dass sich ein Markt, dass der richtig in Bewegung ist. Und Investitionen, das ist ein Thema, das sich jetzt durch den ganzen Vormittag oder beziehungsweise jetzt durch das Bühnenprogramm ziehen wird. Also alle Aspekte, die ich toll finde, sind auf jeden Fall hier versammelt. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Jetzt will ich natürlich wissen, wer sind Sie denn alle? Ich kann mich jetzt unmöglich 500 Personen vorstellen. Das wird sehr anstrengend. Darum machen wir eine ganz einfache Handzeichenabfrage und fangen erstmal mit einer ganz einfachen Frage an. Wer von Ihnen hier ist denn ein Aussteller und stellt etwas aus? Einmal Hand heben, bitte. Ja, okay. Da hinten haben sich viele gesammelt. Genau, wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Dann eine spezifische Frage. Wer ist von der Ausstellergruppe Baum und Bonheur? Da hinten, wunderbar, die haben uns diese schönen Bäumchen hier für die Bühne zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Dann, wer ist denn weiter noch im Programm beteiligt? Also in den Sessions, irgendwie bei den Rundgängen. Wer ist da? Ja, hier, genau, wunderbar. Auch noch einige. Fantastisch. Und jetzt eine Frage. Wer ist denn nicht aus Deutschland? Who is not from Germany? 1, 2, 3, 4, 5, ja, ja. Ja, auch schon deutlich mehr. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und letzte Frage, wer war letztes Jahr schon da? Oh ja, wir haben viele Wiederkehrer. Das finde ich auch ganz fantastisch, sehr gut zu sehen. Das heißt aber auch sehr viele neue Leute. Ja, schön, dass Sie da sind und sich jetzt dieses Mal auch für die Resilienz-Expo interessieren. Okay, und wer freut sich auf den Tag? Wer freut sich auf die Resilienz-Expo? Ja, wunderbar, wunderbar, herrlich, so soll es sein, so soll es sein. Genau, jetzt sind auch alle wach, sehr gut. Und darum warten wir jetzt auch nicht länger, sondern fangen an mit unserem ersten Speaker. Oliver Krischer, kommen Sie bitte auf die Bühne. Es ist der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom Land Nordrhein-Westfalen, der jetzt mit uns und Ihnen hier gemeinsam die Resilienz-Expo eröffnen wird. Sehr geehrte Frau Seemann, sehr geehrter Herr Abgeordneter Klenner, sehr geehrte Frau Beigeordnete Schwan-Schmitz, sehr geehrter Herr Middeldorf, meine sehr geehrten Damen und Herren. But first of all, dear Commissioner Kessler, dear Katrina, dear guests from Minnesota, to your delegation, it is my great pleasure to warmly welcome Commissioner Katrina Kessler and her delegation from Minnesota to the opening ceremony of the Resilience Expo 2026. We are truly delighted by your presence and highly appreciate your strong commitment to resilience, innovation, and international cooperation. I think that is a very important statement you give here by your presence. Thank you very much for your visit from Minnesota. Meine Damen und Herren, vor weniger als einem Jahr haben wir im Zeughaus in Neuss gemeinsam die erfolgreiche Auftaktveranstaltung der Resilience Expo 2025 erlebt. Es war zugegebenermaßen ein erfolgreicher Versuch. Rund 300 Teilnehmende, fast 40 Aussteller, Institutionen der Klimaanpassungswirtschaft waren damals vertreten. Bereits diese erste Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in diesem Format steckt. Schon bei ihrer Premiere stieß die Resilience Expo auf internationales Interesse. Teilnehmende kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus verschiedenen europäischen Ländern, präsentierten neue innovative Lösungen, Dienstleistungen und gemeinsame Strategien zur Klimaanpassungswirtschaft. Die Resilience Expo 2025
hat. Und das habe ich selber erleben dürfen bei vielen anderen Veranstaltungen, weit über die Region Aufmerksamkeit erfahren, auch in der überregionalen Presse. Und das ist am Ende auch kein Wunder, denn es zeigt, Klimaanpassung ist kein Nischenthema mehr. Sie ist eine zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge geworden für Städte und Gemeinden, für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft insgesamt. Und umso mehr freue ich mich, Sie heute hier im Hugo Jungers Hangar in Mönchengladbach zur diesjährigen Resilience Expo herzlich begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, in Mönchengladbach Gast sein zu dürfen. Es ist die weltweit erste Fachausstellung für Klimaanpassung, die hier stattfindet. Dass wir diese Veranstaltung heute in einem noch größeren und vielfältigeren Rahmen und auch internationalen Rahmen fortsetzen können, das ist ein starkes Signal. Die Bedeutung der Klimaanpassung wächst. Die heutige Veranstaltung, sie richtet sich an Fachbesucherinnen und Fachbesucher. Ich habe viele gerade eben bei unserem gemeinsamen Rundgang mit der Delegation aus Minnesota schon getroffen, aber auch eben an ganz normale Bürgerinnen und Bürger. Über 60 Ausstellende aus Deutschland und dem europäischen Ausland zeigen ihre neuesten Produkte, Technologien, Innovationen, Dienstleistungen, alles rund um das Thema Klimaanpassung. Die Bandbreite der Themen ist beeindruckend, von Lösungen für Starkregen- und Hochwasserschutz über klimaangepasste Stadtentwicklung bis hin zu digitalen Planungswerkzeugen, resilienten Gebäuden und Infrastrukturen. Ich freue mich sehr, dass wir heute so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Hugo Junkers Hangar in Mönchengladbach oder auch online, die Veranstaltung wird online übertragen, begrüßen dürfen. Überrascht bin ich allerdings nicht, denn die Folgen des Klimawandels, meine Damen und Herren, das wissen Sie alle, sind längst keine Zukunftsszenarien mehr. Man muss schon erschreckenderweise sagen, sie sind fast schon Alltag. Steigende Temperaturen, regelmäßige Extremwetterereignisse, Wasserknappheit sind heute weltweit spürbar und messbare Realität, auch und überall in Nordrhein-Westfalen. Deshalb bleibt es von zentraler Bedeutung, dass wir Klimaschutz machen, dass wir unsere Klimapolitik weiter verfolgen. In Bonn findet ja im Moment die Vorbereitungs-COP statt und ich bin froh, dass dieser internationale Dialog, dass dieses Format der internationalen Klimakonferenzen weitergeht, denn selbstverständlich gehört es auch dazu, dass wir weiter den Klimawandel bekämpfen, Emissionen reduzieren, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft transformieren. Aber es ist eben auch wichtig, sich auf die Folgen des schon stattfindenden und des schon stattgefundenen Klimawandels einzustellen und die Gesellschaft insgesamt widerstandsfähiger, resilienter, Resilience zu machen. Wie dringend das nötig ist, haben wir in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor ziemlich genau 5 Jahren mit der katastrophalen Flutkatastrophe in der Eifel erlebt. 180 Menschen verloren auf tragische Weise ihr Leben, Tausende ihre Heimat oder ihre Existenz. Und derartige Ereignisse machen deutlich, die Folgen des Klimawandels verursachen nicht nur menschliches Leid, menschliche Belastung, sondern auch enorme wirtschaftliche Schäden für Kommunen, für Unternehmen, für ganze Regionen. Ich bin ausdrücklich allen Kommunen, Unternehmen, Blaulichtkräften, allen Menschen, die sich beruflich, ehrenamtlich mit großem Einsatz einbringen, unsere Städte und Gemeinden als Folge des Klimawandels resilienter zu gestalten und auf künftige Krisen vorzubereiten, dankbar, dass Sie hier sich engagieren und sich einbringen. Meine Damen und Herren, währenddessen steigen auch die Schäden durch klimabedingte Extremereignisse seit Jahren massiv an. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben sich die globalen wetter- und klimabedingten Katastrophen in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht und erreichen inzwischen jährlich Schäden in dreistelliger Milliarden Euro Höhe. Meine Damen und Herren, unglaubliche Zahlen.
Doch bei all diesen Zahlen dürfen wir nicht vergessen, es geht um weit mehr als finanzielle Verluste. Es geht schlicht und ergreifend darum, wie sicher wir leben können, welche Lebensqualität wir haben und um den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Meine Damen und Herren, es ist so, wir erleben nicht nur den Folgen der Klimakrise, wir befinden uns zugleich in vielen anderen globalen Krisen. Der russische Angriffskrieg hat uns vor Augen geführt, dass es wieder möglich ist, in Europa Grenzen mit Gewalt und Krieg zu verschieben, jedenfalls eine solche Politik zu machen. Wir haben die Konflikte im Nahen Osten, wir haben geopolitische Spannungen und das zeigt uns auch, wie verletzlich unsere Wirtschaft geworden ist. Handels- und Versorgungswege verlieren an Stabilität, Energie- und Rohstoffversorgung geraten unter Druck, wirtschaftliche Abhängigkeiten werden sichtbarer. Das zeigt, unsere gesamte Wirtschaft ist krisenanfälliger geworden und die Konsequenz daraus ist, wir müssen sie resilienter machen, wir müssen sie gemeinsam aufstellen. Und deshalb steht für mich fest, Klimaanpassung ist nicht nur eine Option zur Bewältigung und Schaffen der Folgen des Klimawandels. Sie ist eine Antwort auf andere globale Krisen, auf das resilienter werden unserer Gesellschaften. Meine Damen und Herren, Investitionen in moderne Infrastruktur und Anpassungslösungen sind Investitionen in Versorgungssicherheit, in Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Deshalb müssen wir jetzt entschlossen handeln. Wir müssen unsere Städte und Gemeinden, unsere Infrastruktur und Wirtschaft besser auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. Es geht darum, Schäden frühzeitig zu begrenzen und eine Gesellschaft langfristig krisenfester aufzustellen. Dazu brauchen wir hier in Nordrhein-Westfalen, aber natürlich auch überall auf der Welt politische Entscheidungen, die auf wissenschaftlichen Fakten und nicht auf machtpolitischem Kalkül oder auf irgendwelchen Gefühlen beruhen. Wir brauchen aber auch weniger Bürokratie, mehr Investitionen und vor allen Dingen stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein, da wo die Herausforderungen auch wirklich liegen. Nur dann bewahren wir uns die Chance, den Klimawandel einzudämmen und seine Folgen einigermaßen beherrschbar zu machen. Die Resilience Expo steht für die Hoffnung, dass wir das schaffen. Sie bringt regionale, nationale und internationale Akteursgruppen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zusammen und in den Austausch. Und viele Länder und Regionen, die hier vertreten sind, die sich hier repräsentieren, die hier Gast sind, zuallererst unsere Freunde natürlich aus Minnesota, zeigen Erfahrungen und Erfolge im Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Darin liegt aber auch, und ich glaube, das muss man auch deutlich sagen, eine große Chance. Wir können voneinander lernen, wir können Wissen bündeln, wir können gemeinsam handeln. Jeder einzelne Schritt, den wir heute gemeinsam gehen, bringt uns einer Gesellschaft näher, die besser auf die veränderten klimatischen Bedingungen vorbereitet ist. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir sind heute hier in Mönchengladbach vereint in der festen Absicht, durch die Anpassung an den Klimawandel die wirtschaftliche Stabilität, die Lebensqualität und den sozialen Frieden zu erhalten und zu festigen. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist in diesen Zeiten eine sehr positive und nach vorne gewandte Botschaft. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie hier sind. Denn genauso wie wir die Risiken, und darüber habe ich jetzt viel gesprochen, sollten wir auch die Chancen in den Blick nehmen, die sich auftun. Klimaanpassung bedeutet schließlich auch große Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen, die ihre Geschäftsfelder an die neue Nachfrage anpassen. Überall entstehen neue Märkte, überall sehen wir innovative Ansätze. Man kann es hier an jedem Stand sehen, beim Wassermanagement, bei der Hitzevorsorge und klimaangepassten Stadtentwicklung, die heute bereits positive ökonomische Effekte auslösen. Der Begriff Klimaanpassungswirtschaft hat sich etabliert. Er umfasst alle Unternehmen und Akteure, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten,
und unsere Gesellschaft gegen die Folgen des Klimawandels wappnen. Damit sich diese Entwicklung fortsetzt, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, umfangreiche Förderprogramme und eine gute Zusammenarbeit aller Akteure. Und genau das machen wir in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen und wir werden weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen. Und das ist Aufgabe für uns, dass wir inzwischen über 190.000 Beschäftigte in unserem Bundesland haben, die sich mit dem Thema Klimawandel, Folgenanpassung beschäftigen. Ein Exportvolumen von 3 Milliarden Euro spricht eine klare Sprache. Und hier, Herr Middeldorf, das Rheinische Revier, was über Jahrzehnte lang vom Kohleabbau geprägt wurde, ist genau die richtige Region, dieses Thema zu adressieren, es zu entwickeln und die Resilienz vor den Folgen des Klimawandels aufzubauen. Das ist eine gute Entscheidung, sich mit den Folgen dessen auseinanderzusetzen, was die frühere fossile Wirtschaft auch produziert hat, hat, wie ich finde, auch einen inneren Zusammenhang. Es ist eine innere Logik und wir drehen es positiv. Wir entwickeln aus dieser Aufgabe nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine wirtschaftliche Chance und Zukunft. Und ich finde, das ist eine weitere positive Botschaft. Meine Damen und Herren, gemeinsam wollen wir mit der Resilience Expo eine Plattform schaffen, die Menschen aus den verschiedensten Bereichen vernetzt, die sie zusammenbringt. Eine Ausstellung ist ja nicht nur die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen, es ist auch immer Austausch, Gespräch, Netzwerk, Kennenlernen. Und deshalb danke ich allen Ausstellerinnen und Ausstellern sowie den Organisatorinnen und Organisatoren, die diese Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. Wer so etwas mal gemacht hat und begleitet hat, weiß, was das bedeutet. Und ich finde, ganz offen gesagt, es ist gelungen. Es ist eine tolle Expo geworden. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, dass Sie ausstellen. Danke, dass Sie es möglich gemacht haben. Nutzen wir diese Chance. Und ich kann jetzt schon sagen, für die Landesregierung, wir sind inzwischen schon bei der Vorbereitung der 3. Resilience Expo, die am 17. Juni 2027 stattfinden wird. Das zeigt, wir bleiben an dem Thema dran. Wir nehmen den positiven Trend, den wir hier sehen, den wir aufgenommen haben, den nehmen wir auf, um die Chancen zu entwickeln. Und ich freue mich, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sind. Aber meine Damen und Herren, es ist mir jetzt nun eine besonders große Freude, das Podium an meine Kollegin aus Minnesota, Katrina Kessler, zu übergeben. Frau Kessler ist die Umweltministerin des Bundesstaates Minnesota. Wir haben inzwischen Nordrhein-Westfalen seit über 13 Jahren eine Partnerschaft mit Minnesota, einen produktiven Fachaustausch. Und ich konnte mir das vor einigen Monaten in Minnesota selber ansehen. Minnesota ist für mich ein Musterbeispiel, wie man großen wirtschaftlichen Erfolg erzielt, wie man gut unterwegs sein kann, auch in ökonomisch schwierigen Zeiten und gleichzeitig eine vorbildliche Klima- und Nachhaltigpolitik betreibt. Das hat mich beeindruckt und deshalb freue ich mich jetzt, liebe Katrina, von dir zu hören, was du uns zu berichten hast. Dear Katrina, the floor is yours. Thank you very much. All right, guten Morgen. Excellent, the slides work, yay. All of this technology is very impressive. The whole thing is very impressive. So I'm Katrina Kessler. Many thanks to Minister Kirscher and the entire department of the Ministry of the Environment, Natural Conservation and Transportation, and everyone who worked so hard to make this possible. It is my great honor to speak to you briefly on behalf of the entire delegation from Minnesota and to share some of the learning that we have in Minnesota that hopefully resonates with all of you. And we're going to go on.
So if you haven't been to Minnesota, please come. This is my formal invitation to all of you. When the minister invited me last fall to come to the Resilience Expo, of course I said yes immediately, and then I said, well, we have to figure out all of the logistics, but we made it work. And so for those of you who haven't been to Minnesota, we are located in the northern central part of the country. The geography is somewhat comparable. We are home to some of the iconic American brands like Target and General Mills, the makers of Cheerios, or Hormel, they make Spam, or Cargill. Maybe some of these things are things that you have heard of. If you were to drive from the very northernmost part of Minnesota to the southernmost part, it would take about 8 hours if you drove the speed limit. And you would pass geography that is very similar to what we see in North Rhine-Westphalia. In the southern part of the state, we have lots of agriculture, home to cattle and pigs and chickens and turkeys. And if you pass through the Twin Cities metro area, Minneapolis and St. Paul, we've been in the news lately in response to immigration surge, but we are known for many other lovely things as well. And you move north to more soybeans and corn, and if you get all the way to the top part of the state, we have lovely forests. We have the Boundary Waters Canoe area that borders Canada. We also have taconite mines where they are taking iron ore out of the ground and refining it in other places to steel. We are also the home of the Great Lakes Superior, which represents an important port that goes all the way to the Atlantic Ocean. And water is very important to Minnesota. We are known as the land of 10,000 lakes. We also have 91,000 miles of rivers. And water is integral to people's identity from Minnesota, and it's also essential to our economy. But like you heard from the minister, we are feeling the effects of climate change, and that is all the more reason why we are grateful for the opportunity to be here with all of you and to learn about adaptation solutions that you are generating here that we can hopefully bring back. It has never been more pressing. I agree with the minister that this is an absolute imperative. It touches all aspects of our lives, and we cannot avoid the conversation. In Germany, I feel like this is more of an acceptance that people just know this is happening, there's no more debate, and you just get down to the work and do it. And unfortunately, in the United States, this isn't always the case. As you've heard, we have very divided, heated political rhetoric around many things that are data-driven and scientific. We have very polarized opinions, even around climate change, which makes it extremely difficult to lead a science-based organization whose mission is to protect human health and the environment based on science and data. And this it's really driven home by the data that we have from our local partners. So when you think about climate adaptation solutions, I think you have to start locally. We did a survey of all of the community leaders across Minnesota, and 90% plus of them said that they are already feeling the impacts of climate change, and they want a strong state and regional and federal response to support them. And to avoid alienating people across the political spectrum, we've had to rebrand the way we talk about this. So similar to what you heard from the minister, we now talk about things like capital investments, building green jobs, energy independence, certainty, affordability, and how we can innovate our way into new economic opportunities by investing in greenhouse gas reductions as well as resilience. I think in North Rhine-Westphalia, you described this as an unavoidable opportunity. I'm going to say it terrible. I'm trying. This is why we're so grateful for the translators. But the work on both sides of the Atlantic is well documented in terms of plans, so we know what to do. We just need to get going. So these are some of the examples that I wanted to highlight today.
In Minnesota, we have recently released a cost adaptation study that really digs into why the economics are in our favor to adapt now and invest in adaptation. We also, similar to the North Rhine-Westphalia example, have a climate action framework, which is a menu of opportunities to act now. And we have worked with our legislature to bring some money to the work. And that, as you heard from the minister, is impairment. So first to the climate adaptation study. In March of this year, we released this study, which was commissioned by the Minnesota legislature. The study assessed the projected costs of climate change impacts across Minnesota's economic sectors and investments that are needed to prepare for these changes. The study highlights data and the realities of climate change that many of you know. It affects all sectors, including healthcare, agriculture, transportation, roads, bridges, power infrastructure, homes, hospitals, and schools, and more. And the study shows that it will be extremely expensive for Minnesotans, as much as $21 billion a year, billions with a B, by the middle of the century. By 2050, $21 billion a year and $50 billion a year by the end of the century if we continue on the status quo. If we don't make incremental adaptation now, the cost is untenable, and these costs will be borne by farmers, by local business owners, and by taxpayers. So all of us will feel it. No part of the economy is immune from it, and the investments are critical on all sides of the Atlantic and across the globe. And so we are grateful to have the climate adaptation framework, and in North Rhine-Westphalia you have the climate adaptation strategy. These are comprehensive plans that are built with input from private sector and public sector, local government leaders, business leaders, and it shows what we can do incrementally to make progress towards our goals. It would be remiss if we didn't show a picture of Minnesota winters. I think that if you haven't been to Minnesota, we welcome you in the summer, in the spring, and sometimes in the winter. It can be fun too. This is what it looks like when people go ice fishing. This is an important recreational activity in the wintertime in Minnesota, and it's an important economic component for resort owners in northern Minnesota. Unfortunately, we are, like many places, having warmer winters. So we have fewer days of lake ice, which is an economic consequence. We also have more days of air quality alert driven by ozone, or unfortunately from more frequent wildfires that happen far away in Canada and sometimes in northern Minnesota forests as well. We also have heat waves that drive people indoors and underscore the need for more cooling and adaptive buildings, as well as heavier rainfalls and floods. So our menu of actions in Minnesota to address all of those things is the updated Climate Action Framework. We released this in February of this year, and it calls for action across seven different economic areas, and I want to underscore goal number 3, which is resilient communities. So all of you could touch many segments of this, but it really underscores the need to listen to local community leaders, to lift up solutions that they have prioritized to build resiliency in all of the sectors. In Minnesota, we are doing the greenhouse gas emissions work as well as the resilience work with an equity lens, recognizing that not every Minnesotan is experiencing climate change the same, and that there are segments of the population that are disproportionately impacted by environmental pollution and climate change, and making sure that those voices are prioritized and at the table. The chapters all have data and examples, and they show things like what the numbers mean in terms of investing in more shade and tree canopy in our urban environments, and what the costs are if we don't invest now. And these figures, while they are Minnesota specific, are relevant across the world, and it really highlights the need to do the work that you are all leading on a day-to-day basis. And we're not just talking about this.
We are making sure that we are putting money towards this. So I mentioned that we worked with the Minnesota legislature. In 2023, they allocated almost $100 million to the agency that I lead to grant out to communities to build more resilience. And we granted those dollars out for both planning and implementation of capital projects. And I want to highlight a few examples. The first, this is in Austin, Minnesota, so towards the southwestern part of the state. In 2024, they had an extreme flooding event. The Cedar River, which is adjacent to the town, runs through parts of the town, crested its bank, and was 10 feet above the flood stage. So in Minnesota, like elsewhere in the world, the storm sewers are often 50 or 100 years old. Some of them were built in the 1800s, and the land use was very different. Where you might have had entirely rural or agricultural landscapes, now you have communities. Now you have schools and daycares and hospitals. And to avoid this in the future, the city of Austin used a grant from the MPCA. They received almost $80,000 to look at where they could invest in the up watershed areas to hold water back. So we saw some of the flood mitigation solutions as we toured the expo, and they did something similar. They looked and worked with landowners to understand where they could put flood berms. And the result was that they were able to implement flood mitigation structures upstream, including a berm that is 21 feet high and extends for 1 mile across a tributary. And when you look from the aerial view, it blends into the landscape, but it is a very significant structure for that community. We also have other examples with that $100 million across the state. In northern Minnesota, the city of Aurora, that's where our taconite mines are, was given a grant to look at how they could protect their 2,000 residents from stormwater damage as well as rising water levels in a legacy mine pit. In the middle of the state, we have Belgrade, Minnesota. They have about 800 people. They received $35,000 to look at how they could make their transportation system more resilient to more extreme floods that seem to be happening more and more frequently. And the other examples, also smaller towns in Minnesota that received less than $100,000, but that investment, for example, in Wabasha on the Mississippi River, which is the headwaters of the Mississippi River, we are the headwaters to that is significant river in the United States, is looking at how they can bolster their critical infrastructure to make sure that they are resilient into the future and that they don't have economic disruption when they have the Mississippi crest its banks. And to these communities, this represents not only an investment in their voices and their priorities, but it can be an unlocking of economic opportunities. So I would encourage all of you to think about how we can work together across the Atlantic applying solutions, because we have many communities in Minnesota that are small to large that are now have plans in place that want to harness these types of innovative solutions. And as I mentioned, it is our agency's mission to protect human health and the environment, and it's been my professional journey to make sure that we are using data and science to drive those decisions, which makes it all the more significant for us to be here with you, learning from all of you and sharing our knowledge. So danke schön for the time and for your partnership. Ja. Thank you so much, Mrs. Kessler, for this really inspiring keynote. Ich finde es immer großartig, von anderen zu hören. Ich liebe Fotos vorher, nachher, diese ganzen Beispiele, aber auch eben diese Ehrlichkeit zu sagen, auch nicht das ist immer einfach, sondern so und so und so haben wir uns der Sache genähert. Also ich hoffe, dass Sie alle, das hat eben Herr Krischer ja auch schon gesagt, sehr viel in den Austausch gehen heute. Nicht nur die Lösungen, sondern eben auch vielleicht die Probleme, die dahinter stehen, wie hat man da vielleicht einen Umweg genommen, um doch irgendwo zur Umsetzung zu kommen, auch das zu teilen miteinander. Denn ich glaube, so kommen wir dann alle weiter. Und insbesondere ist natürlich cool, wenn man das auch aus dem
Ich höre mich manchmal wohl und nicht. Ich hoffe, ich bin nicht die ganze Zeit weg. Doch, alles super, da hinten Daumen hoch. Genau, apropos Ausland, das ist vielleicht auch noch gut zu wissen. Wo kommen denn die internationalen Aussteller her? Wenn Sie es noch nicht ganz selbst gespottet haben, lese ich mal vor. Wir haben einige niederländische Firmen, die da sind. Das ist natürlich durch die Nähe auch für die fast ein Heimspiel, würde ich sagen. Auch aus Belgien natürlich, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Schweden und Dänemark und auch aus Pakistan haben wir, genau da im Publikum, genau, haben wir Aussteller da. Also machen Sie vor allem, nehmen Sie auch da sich die Zeit aus dem Ausland zu lernen und sich das Ganze anzuschauen. Und genau, jetzt wollte ich eigentlich anders überleiten. Ich habe eben eine Moderationskarte, die musste ich wegschmeißen. Egal, ich mache es jetzt so. Dieses Lernen aus dem Ausland, das wird ja auch immer wichtiger, weil wir ja nun ja auch wirklich sagen müssen, so richtig rosig sieht es halt nicht aus, was den Klimaschutz angeht. Das hat nicht so richtig gut geklappt. Wir haben zwar immer noch Hoffnung, dass wir es irgendwie so einigermaßen hinbekommen, aber desto mehr und desto wichtiger ist eben die Klimafolgenanpassung geworden. Und da muss es eben auch Rahmen für geben. Das wird international gemacht, das wird auch in der EU gemacht. Und darum haben wir jetzt, freue ich mich total, einen kurzen Beitrag zu haben von jemandem in der EU, einem EU-Kommissar, der sowohl für den Klimaschutz verantwortlich ist, als eben auch für die Klimaanpassung. Und wir haben ein kleines Video, er kann leider selber nicht hier sein, von Herrn Wopke Hoekstra. Er ist der Kommissar für Klima, Netto, Nullemissionen und sauberes Wachstum und eben auch in dem Rahmen für die Klimaanpassung und die Klimaresilienz verantwortlich. Und das gucken wir uns jetzt als Video an, auch auf Englisch. Ich würde sagen, Film ab an die Technik. Good morning, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to address you all this year again at the Resilience Expo in Mönchengladbach. Let me start by congratulating the organizers, the Ministry of Environment, Nature and Transport of North Rhine-Westphalia, for building one of Europe's leading platforms on climate resilience. It is in just its second year that the Resilience Expo has already grown significantly. And if I'm well informed, there are participants from France, Sweden, Belgium, Portugal, the Netherlands, Denmark, and as far away as the United States. Climate resilience is no longer a nice to have. It is part of the strategy. Europe is warming up twice as fast as the global average. We are already seeing more frequent and more severe heat waves, floods, droughts and wildfires all across our continent. And Germany and North Rhine-Westphalia know this all too well. 5 years ago, the devastating floods showed the human and economic cost of climate impact. But they also demonstrated the importance of preparedness, of solidarity, and of long-term resilience planning. North Rhine-Westphalia has shown real leadership. It was the first German state to adopt a dedicated Climate Adaptation Act. And North Rhine-Westphalia is also helping SMEs to invest in climate adaptation solutions, making them more resilient and more competitive. We're also working hard on climate resilience here at an EU level. The Commission is preparing a new integrated framework for climate resilience, which we intend to present by the end of this year, by the end of 2026. And it is this framework that will help improve preparedness, strengthen coordination, and also support long-term resilience all across our member states. And we're shaping this together with our member states, with businesses, with regions, cities, and civil society. But resilience is not only about managing risks. It is also about strengthening Europe's competitiveness and creating new opportunities for innovation and for growth. From water technologies and resilient construction materials to climate data services and nature-based solutions. But the reality is that no public authority can achieve this alone. Building resilience requires close cooperation between governments, businesses, researchers, financial institutions, and of course, civil society. And events like the Resilience Expo are essential because they bring everyone together. European strategies simply will only succeed if they translate into concrete local action through better urban planning, smarter water management, resilient energy systems, and stronger infrastructure.
So please allow me to conclude with a simple message. Climate resilience is no longer optional. It is essential for Europe's security, competitiveness, prosperity, and well-being. And by bringing down barriers, physical or political, and working together, Europe can become more resilient, while being a global leader in the solutions and technologies that resilience requires. Thank you very much, and I wish you a very successful Resilience Expo 2026. Ja, vielen Dank nach Brüssel, würde ich sagen. Vielen Dank an Herrn Hoekstra für diese Worte. Also eindeutig Klimaresilienz, not optional, keine Option, sondern eine Pflicht, etwas, was wir unbedingt tun müssen. Und es spielt eben nicht nur hier im Hangar heute eine Rolle, bei Ihnen wahrscheinlich täglich auch an Ihrem Schreibtisch oder wo auch immer Sie arbeiten und eben in der EU und weltweit. Und über weltweit hatte Herr Krischer das gerade auch schon angesprochen. Auch in der UN, dem UN-Organ, dem internationalen Organ, und dort gibt es ja immer die COP. Sie hatten das in einem Halbsatz schnell erwähnt. Ich würde es mal kurz für die vielleicht nicht so ganz in dem ganzen Zuhause sind, kurz erklären. Die COP ist ja immer im Herbst und tatsächlich einmal im Jahr. Immer wechselnd in verschiedenen Orten der Welt. Da wird über eben alle Klimathemen gesprochen, über Klimaschutz, über Klimaanpassung, über Klimafinanzierung und all diese wichtigen Dinge mit Teilnehmern aus der ganzen Welt. Und auch hart verhandelt. Und immer ein halbes Jahr vorher gibt es die sogenannte Zwischenkop, die SBs, die finden in Bonn statt. Und zwar jedes Jahr in Bonn, hier um die Ecke. Und auch gerade finden diese Zwischenkonferenz statt. Und da wird eben alles vorbesprochen, was dann wichtig wird im Herbst. Und die Resilience Expo, wir sind auch ein bisschen mit dabei, denn am nächsten Montag haben wir, also hat das Umweltministerium Nordrhein-Westfalen, ein kleines Side-Event zusammen mit der GIZ, mit der Deutschen Organisation für Entwicklungszusammenarbeit, organisiert. Wenn Sie Interesse haben, daran teilzunehmen, kommen Sie doch gleich einfach am GIZ-Stand vorbei, der wird sich hier vorne aufbauen und informieren Sie sich über dieses Event. Das ist auf jeden Fall auch großartig, dass die Resilience Expo es sogar schon bis in diese COP-Nähe geschafft haben wird, nächste Woche dann. Genau, denn wir müssen gemeinsam handeln, wir müssen was tun und zwar nicht nur ad hoc, wenn dann jetzt das Starkregenereignis da ist, sondern natürlich vor allem sehr vorausschauend ab jetzt immer Klimaresilienz mitdenken. Wir müssen klimaresiliente Entscheidungen treffen, wir müssen klimaresilient planen und vor allem müssen wir es dann auch noch klimaresilient umsetzen und investieren. Und dazu möchte ich jetzt in einem kurzen Panel mit 4 verschiedenen Experten mich austauschen. Und zwar nochmal mit Herrn Krischer, nochmal mit Frau Kessler und dann mit Herrn Bodo Mitteldorf, dem Geschäftsführer der Zukunftsagentur des Rheinischen Reviers und mit Frau Christine Siedenburg. Sie ist Head of Sustainability bei Hochtief PPP Solutions. Bitte kommen Sie hier auf die Bühne. Ich platziere Sie an unseren Stehtischen. Please come up on stage and I'll get you seated or standard. Yeah. Ja, bitte. Wunderbar. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Wir werden das Panel auf Deutsch machen und Sie würde ich dann nochmal genau auf Englisch abholen. Worum soll es jetzt gehen? Ich habe ja gerade gesagt, es geht vor allem darum, klimaresilient zu investieren. Wie schaffen wir das? Wir haben hier Perspektiven aus der Landesebene und aber auch der regionalen Transformationsebene. Wir haben eine internationale Perspektive am Tisch und eben auch den Privatsektor. Hochtief ist eine Baufirma, wenn die Ihnen nicht bekannt ist. Und ich fange jetzt erstmal mit ein paar Fragen an Herrn Krischer. Sie haben sich ja schon ein bisschen warm geredet eben. Vielleicht erstmal aus der Perspektive des Landes, der öffentlichen Hand. Viele öffentliche Investitionen werden ja leider, weil das Haushaltsbudget eben knapp ist. You cannot at this very moment? Okay, I will start with Mr. Krischer. And once I get to you, I just translate on the go. We get it done. Okay. Nochmal zu Ihnen, genau. Öffentliche Investitionen werden ja anhand von Kosten bewertet. Die werden bewertet werden müssen anhand von Kosten, weil eben Haushaltsgelder knapp sind. Wie findet denn dann Klimaresilienz heute Berücksichtigung, wenn es vielleicht auch hier und da teurer ist? Ja, das ist ja genau die entscheidende Frage. Wenn Menschen, die öffentliche Budgets verwalten, ankommen, dann sagen die, wie soll das denn jetzt auch noch funktionieren,
Wir haben doch eh schon für die Dinge, die wir sowieso tun, kein Geld. Da können wir uns ja jetzt auch noch nicht um Klimaanpassung kümmern. Erstmal, glaube ich, hat Katrina Kessler gerade eine sehr beeindruckende Grafik gezeigt, dass wenn man sich nicht um das Thema kümmert, und wir alle wissen das spätestens seit der Flut 21, dann wird es in jedem Fall teurer. Das kann man dem mal schon sowieso entgegenhalten. Das Entscheidende ist aber ja, dass es gar nicht darum geht, jetzt immer nur neue Investitionen oder ganz andere Investitionen zu tätigen, sondern das, was wir sowieso investieren, das eben klimaresilient zu machen. Also, wenn ich ein neues Stadtviertel entwickle, und wir sind ja Gott sei Dank ein wachsendes Land, eine wachsende Region, wir bauen viel, dann müssen wir natürlich heute so bauen, dass es klimaresilient ist. Und das ist gar nicht immer gesagt, dass es teurer ist. Ich will Ihnen ein ganz praktisches Beispiel sagen. Ich bin vor wenigen Wochen, habe ich ein Schulgebäude, ein nagelneues, tipptopp eingerichtetes Schulgebäude gesehen. Richtig toll, der Staat hat investiert. Nur, ich habe mir dieses Gebäude von außen angesehen. Es war pechschwarz gebrandet, also die Fassade war schwarz. Das ist natürlich für Schülerinnen und Schüler, die da in Zukunft im Sommer bei 30 Grad lernen sollen, keine gute Idee. Das hätte keinen Euro mehr oder weniger gekostet, dieses Gebäude anders weiß zu gestalten. Da hat einfach niemand nachgedacht. Da hat niemand Klimafolgen berücksichtigt. Und das genau müssen wir jetzt tun, wenn wir planen, wenn wir investieren. Wir haben ja in Deutschland ein Sondervermögen, wir haben einen NRW-Plan gemacht, wo wir in den nächsten 12 Jahren 31 Milliarden Euro in unsere Infrastruktur stecken. Der größte Teil geht in die Kommunen. Dass diese Investitionen aber eben klimaneutral stattfinden und vor allen Dingen die Folgen der Klimakrise mit berücksichtigen, das ist die entscheidende Frage. Okay, dann noch eine Rückfrage dazu, vielleicht etwas näher dran an Ihrem Haus. Sie sind ja nicht nur für die Klimaanpassung, sondern auch für Verkehr verantwortlich. Das ist ja im Titel. Würden Sie sagen, wird heute noch Infrastruktur gebaut, die in 20 Jahren, 30 Jahren halt zum Risiko werden kann? Ja, ich habe ja gerade schon ein Beispiel genannt, jetzt nicht aus meinem Ressort. Ja, nee, genau. Könnte ich sagen, war eine Kommune. Ich nenne keinen Ort, aber selbstverständlich ist das auch im Verkehrsbereich, auch in meinem Verantwortungsbereich so, dass immer noch Dinge gebaut und geplant werden, die eben nicht klimaresilient sind. Beispielsweise, wir bauen im Moment wie am Fließband neue Brücken in Nordrhein-Westfalen. Diese Brücken, weil die alten kaputt sind, müssen natürlich sich auf neue Bedingungen einstellen, indem sie beispielsweise größere Querschnitte haben, um Starkregenereignisse das Wasser abführen zu können. Da will ich nicht überall behaupten, dass das auch in den letzten Jahren immer wirklich tippitoppi war. Deshalb brauchen wir das Klimaanpassungsgesetz, deshalb haben wir das auch novelliert, dass auf der einen Seite die Kommunen, aber auch das Land selber bei allen Maßnahmen verpflichtend gucken muss, ist das gemessen an dem, was die Klimafolgen in unserem Land sind in den nächsten Jahren? Ist das klimaresilient oder ist es nicht? Und es muss entsprechend berücksichtigt werden. Wir haben es auch, und das war keine einfache Diskussion in der Landesregierung, zu einer Verpflichtung für die Kommunen gemacht, dass Klimaanpassungspläne aufgestellt werden müssen. Also die Kommunen müssen sich damit auseinandersetzen, was in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde an Maßnahmen zu ergreifen ist, beziehungsweise was bei ohnehin stattfindenden Planungen berücksichtigt wird. Wir haben leider bisher erst 1/3 der Kommunen, die das schon gemacht haben, immerhin 1/3, aber eben 2/3 noch nicht. Jetzt sagen wir, wir machen es verpflichtet. Und damit es keinen Aufschrei aus den Kommunen gibt, haben wir als Land gesagt, wir finanzieren das alles. Wir zahlen die Erarbeitung der Pläne aus dem Landeshaushalt, damit das zu keiner zusätzlichen finanziellen Belastung führt. Das wird aber, davon verspreche ich mir einen Booster, dass wir ganz viel mehr Klimaanpassungsmaßnahmen, aber eben auch ohnehin stattfindende Planung, die dann klimaresilient gemacht werden, als Effekt davon. Vielen Dank. Dann International Perspective, are you back on the translation? Ja. Dann würde ich auf Deutsch die Frage stellen und Sie hören sie auf Englisch. Fantastisch. Wir gucken uns Minnesota an. Herr Krischer hat gerade gesagt, wichtig ist, dass wir ab jetzt immer klimaresilient investieren. Können Sie ein Beispiel nennen aus Minnesota, wo sich das geändert hat? Wo hat sich eine Investition aus der Vergangenheit als besonders resilient dargestellt?
Yeah, very similar themes to what you heard from Commissioner Kirscher happening in Minnesota. I mentioned that my background is in water and stormwater infrastructure, water treatment, and many of the water treatment plants and the distribution systems and the wastewater plants were built 50, 100 years ago. And the pollutants and the water quality challenges, as well as the volume of water that was experienced at that time, is very different than what we are experiencing right now. And so we too have had to transition the way that we think about data and climate projections and incorporate those into not only the engineering design, but how we score projects that are eligible for public funding. So we have a list of wastewater and water treatment and stormwater systems that are in line for public funding, and they get extra points and are more likely to receive more funds if they have incorporated more climate resilience and adaptation, as well as proven that they are actually using forward-thinking climate projections in their design. Because what we know as a 100-year flood event today is not a 100-year flood event. The examples that I showed and the examples you see in Germany, these floods happen every 5 years. So clearly they are not 100-year floods. So are we actually using the data and the academic partnerships to inform the design and then prioritize the public funding in a way that will actually be resilient into the future? And that is how we are transitioning to do that in Minnesota. Yeah, so that's also how you persuade the financial decision makers Yeah. to invest. Ja, all right. Thank you very much. Dann vielleicht kommen wir etwas näher ran. Wir schauen uns mal das Rheinische Revier an. Sie sind der Geschäftsführer der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, eine Strukturwandelregion. Transformation ist Tagesordnung. Das passiert bei Ihnen jeden Tag. Wie schaffen Sie das denn jetzt, in dieser Transformation oder die zu nutzen, um Klimaresilienz auch voranzutreiben? Ich will vielleicht zunächst einmal darauf hinweisen, diese Region guckt ja aus zwei Blickrichtungen auf das Thema Klimafolgenanpassung. Also die Flutkatastrophe von 2021, die ja schon mehrfach angesprochen worden ist, die hat im Wesentlichen hier stattgefunden. Hier haben die Menschen am eigenen Leibe zu spüren bekommen, was das eben heißt, wenn wir mit Klimafolgen hier zu tun haben. Wir hatten auch erhebliche wirtschaftliche Nachteile zu beklagen. Also insofern können Sie davon ausgehen, dass diese Region, die Unternehmen in dieser Region, die Menschen in dieser Region eine besondere Sensibilität haben. Und wir wollen deswegen tatsächlich den Transformationsprozess insbesondere im Hinblick auf das Thema Stadtentwicklung, auf das Thema Dorfentwicklung, auf das Thema Landschaftsentwicklung dafür nutzen, um in den nächsten Jahren auch das Thema Klimafolgenanpassung in besonderer Weise zu adressieren. Das tun wir über viele kleine Maßnahmen, über die Berücksichtigung von Klimafolgen in einzelnen Förderprogrammen, in einzelnen Förderprojekten, in enger Abstimmung auch mit der Landesregierung. Das tun wir aber auch, indem wir sozusagen auch mit der Region über die Frage ins Gespräch kommen, was sind denn sinnvolle Maßnahmen auch im Einzelnen, in den Kommunen, bei den Unternehmen. Wir haben vor einigen Jahren eine Klimafolgenanpassungsstrategie erarbeitet für die Region. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, um Erkenntnisse nochmal zu bündeln und auch eine gute Informationsgrundlage zu schaffen, damit jeder Einzelne, jede Einzelne auch in dieser Frage auch nach vorne gehen kann. Und wenn man jetzt an Resilienz denkt, haben wir ganz viel auch die langfristige Perspektive eingenommen. Ab jetzt alles langfristig ausgelegt klimaresilient machen. Oder wie wir gerade vielleicht zusammengefasst schon gesagt haben, Klimaresilienz als Bedingung, ne? Dass man das zuerst und das muss umgesetzt werden. Das ist ein langer Atem, Langfrist. Wir brauchen aber auch Tempo, wir brauchen auch Innovation. Wie geht das zusammen? Ja, das ist die größte Herausforderung im Strukturwandelprozess. Für den Strukturwandelprozess braucht man einen langen Atem. Wir müssen aber heute die Weichen stellen. Und bei all den Fragen, die wir heute auf den Weg bringen, also bei den Investitionen, die wir auf den Weg bringen, bei der Frage auch von Landschaftsentwicklung, muss das Thema Klimafolgenanpassung auf jeden Fall schon heute mitgedacht werden und auch in Investitionen umgesetzt werden. Dann
der schnelle Realitätscheck. Wir fragen mal den Praxispartner. Genau, Christine, du bist ja bei Hochtief verantwortlich für Nachhaltigkeit im Bereich Public-Private Partnerships, also da, wo private und öffentliche Hand sehr eng und sehr langfristig auch zusammenarbeiten. Was würdest du sagen, wird das schon konsequent nachgefragt? Hat die öffentliche Hand das auch schon wirklich so auf dem Papier und könnt ihr als dann vielleicht Umsetzer es auch so dann wahr machen? Also erstmal, ich glaube, wir spüren auch wirklich die Folgen von Klimarisiken in unseren Projekten, in der Planung, Bau und Betrieb von den Projekten. Ja. Gleichzeitig sehen wir aber leider auch, dass es noch nicht konsequent verankert ist Okay. in zum Beispiel die öffentlichen Ausschreibungen. Und ja, die Dringlichkeit ist hoch. Ich glaube, das haben wir heute schon sehr viel gehört und wir brauchen das. Aber dafür müssen auch die Klimarisiken, Klimaresilienz bewertet und bepreist werden und auch wirklich verankert. Und wir sehen auch in der Praxis, dass eigentlich ÖPP-Modelle, wenn wir jetzt zur Finanzierung kommen, und auch, oder PPP-Modelle eigentlich eine super Basis oder eine super Voraussetzung sind, um klimaresiliente Infrastruktur zu realisieren, weil wir da ja langfristig verantwortlich sind, oft über 20 oder 30 Jahre. Und das heißt, wir müssen da über Lebenszykluskosten nachdenken und diese optimieren und nicht nur an ja, Geschwindigkeit oder generell Kosten zu denken. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass auch in den Ausschreibungen nicht nur an Geschwindigkeit und Kosten bewertet wird, sondern auch auf ja, Lebenszykluskosten und am Ende Robustheit der Infrastruktur. Okay, also das müsste sich dann ändern, damit zum Beispiel jemand, der die Schule baut, keine schwarze, sondern eine weiße macht, denn er muss auch sonst die Kühlkosten bezahlen, ne, wenn es aus gleicher Hand wäre, im Lebenszyklus betrachtet. Alles klar, verstehe, da muss sich also noch ein bisschen was ändern, das muss konsequenter werden. Ja. Ist das dann vor allem auf Bundes-, auf Landes-, auf kommunaler Ebene, wo es noch am meisten Anpassungsbedarf um Anpassung reinzubringen? Also ich glaube überall. Also ich glaube, wir müssen alle zusammenarbeiten, um das hinzukriegen. Ich glaube, die gute Nachricht ist, die technischen Lösungen sind da, das Know-how ist da. Und ja, wir müssen das wirklich jetzt auch weiter verankern und dafür sorgen, dass wir das dann auch als zum Beispiel Hochtief liefern können. Genau, Sie würden sagen, der erste Schritt muss gemacht werden von der öffentlichen Hand, oder? Na, oder beides? Wäre hilfreich, aber wir müssen natürlich dann auch die technische Lösung bringen und das, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die schon da sind. Die Lösungen sind schon da, okay. Ja. Das heißt vielleicht, Herr Krischer von Ihnen, was meinen Sie, wie würden Sie den ersten Schritt machen? Was muss jetzt als nächstes sofort passieren, damit es konsequenter wird mit der Bedingung der Klimaresilienz? Ich glaube, das Entscheidende ist die Bewusstseinsschaffung. Okay. Dass es gar nicht die Frage ist, muss es jetzt erst die öffentliche Hand machen, müssen es erst die Kommunen machen, erst das Land oder private Unternehmen. Alle müssen handeln. Da geht es ja gar nicht darum, dass einer jetzt mal sagen kann, ich warte jetzt mal 10 Jahre, weil es ja genau der Punkt ist, die Investition, die jetzt getätigt wird, die bindet uns mindestens für 20, 30 Jahre, wenn nicht länger. Und deshalb ist es wichtig, dass alle das jetzt auf den Schirm bekommen. Und da gehört die Verantwortung des Unternehmers, aber auch der Privatperson zu gucken. Wir stellen beispielsweise Klimaatlas zur Verfügung, wir stellen Apps zur Verfügung, Flotcheck, wo man bis auf den Quadratmeter genau an seinem Gebäude feststellen kann, gibt es bei mir eine Überflutungsgefahr oder nicht. Ja. Wenn es die gibt, bin ich natürlich auch als Hauseigentümer oder als Unternehmer in der Verantwortung, schon aus Eigeninteresse dafür zu sorgen, dass hier Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Es gehört aber auch bei den Kommunen dazu. Ich will mal ein positives Beispiel sagen. Detmold, eine Residenzstadt, saniert ihren Schlossplatz. Das musste einfach mal alles neu gemacht werden, das Pflaster war in die Jahre gekommen, neu gestaltet werden. Die haben die Chance genutzt und haben gesagt, okay, wenn wir das sowieso alles aufreißen müssen, dann bauen wir Kavernen, Rigolen, Wasserspeicher unter dem Platz und haben eine ganz hervorragende Lösung jetzt geschaffen. Es wird bei Starkregen, bei Regen das Wasser aufgenommen, dann bei Hitze wird es rausgebracht, es gibt kleine Wasserläufe und man erlebt eine entsprechende Kühlung. War am Ende gar nicht so teuer, das zu realisieren. Wir haben das gefördert, aber der Preisunterschied war gar nicht so immens gegenüber der ursprünglichen Planung ohne das. Aber es einfach sich bewusst machen, die Chance nutzen,
wenn sowieso eine Investition ansteht. Das, glaube ich, ist im Moment das alles Entscheidende. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Veranstaltungen wie heute, dass die Resilience Expo stattfindet, dass wir das auch jetzt in die Regionen tragen. Wir machen Klimaanpassungsveranstaltungen, Workshops auch in die Regionen rein, beraten Kommunen, unterstützen, wo überall das möglich und nötig ist und gewünscht wird, um eben genau an diese Punkte zu kommen, dass Leute sagen, aha, das macht ja Sinn, das ist ja für mich auch ein Vorteil und am Ende ist meine Stadtkasse oder meine Bilanz im Unternehmen gar nicht belastet, sondern mindestens mal mittelfristig entlastet. Okay, dann das Inspirieren, das finde ich ja, habe ich eben schon gesagt, diese Praxisbeispiele, das finde ich ja immer am besten. Deadbolt haben Sie jetzt genannt. Vielleicht an die anderen, wo holen Sie sich die Inspiration? Vielleicht nicht nur innerhalb von Deutschland, vielleicht gucken Sie auch mal ins Ausland, denn das wollen wir ja heute hier auch machen, uns umschauen, uns inspirieren lassen. Vielleicht, Herr Middeldorf, vielleicht sind wir ein bisschen Vorreiter in der Klimaanpassung, vielleicht. Aber wo gucken Sie noch hin? Wo holen Sie sich Inspiration? Also Inspiration kann man, glaube ich, hier heute gewinnen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Mittlerweile ist das ja auch eine Frage von Lebensqualität, also Absolut. Der Schutz vor den Klimafolgen. Und damit sind Investitionen in diesem Bereich natürlich auch eine Investition in mehr Lebensqualität. Und damit ist das ein interessanter Wachstumsmarkt. Das will ich vielleicht an dieser Stelle auch sagen. Wir sind ganz stolz darauf, dass auch aus dem Rheinischen Revier hier zahlreiche Unternehmen hier vertreten sind, auch Unternehmen, die im Rheinischen Revier schon auch ihre Techniken einsetzen, auch entsprechend investieren. Also insofern, da holen wir uns sozusagen die technische Inspiration. Ja. Wir haben aber durchaus auch im Rheinischen Revier jetzt an vielen Standorten durchaus auch schon Beispiele, negative Beispiele, wo wir auch im Dialog mit Kommunen gesagt haben, naja, in Überschwemmungsbereichen, da macht es vielleicht nicht so sehr viel Sinn, neue Gebäude hinzusetzen, wo dann auch darauf verzichtet worden ist. Wir haben positive Beispiele. In Neuss entsteht im Zuge der Landesgartenschau aktuell ein großer neuer Stadtpark mit über 2200 Bäumen. Das hat man sozusagen auch unter dem Gesichtspunkt Klimaanpassung natürlich in dieser Form ausgerichtet. Also insofern die ersten Impulse setzen wir da. Das heißt, Inspiration holen Sie sich vor allem aus Ihrer Region oder laden vor allem viele Leute ein, mal gucken zu kommen, verstehe ich. Und was würdest du sagen, Christine, wo sollten wir mal näher hinschauen? Wo kann man sich inspirieren lassen? Wo wird Klimaanpassung schon richtig gut gemacht, in Deutschland oder auch international? Ja, also wir arbeiten ja auch international. Ich sehe da sehr gute Beispiele. Ich glaube aber immer in den Regionen, wo die Dringlichkeit vielleicht noch mal höher ist. Also ich komme selber aus den Niederlanden und da mit dem vielen Wasser um uns rum, da hat man, denke ich, schon ein bisschen länger das Gefühl der Dringlichkeit. Und das hat uns, glaube ich, dann auch geholfen, da nochmal einen Schritt weiter zu sein. Aber da gibt es echt, würde ich sagen, auch in Europa und so weiter sehr viele gute Beispiele. Aber ich glaube, die Dringlichkeit, die ich hier heute sehr spüre, aber leider nicht immer überall, ist ein wichtiger Faktor. Okay, dann fragen wir nochmal Minnesota. How about you? How do you get inspired for climate adaptation? Either technologies, processes, and maybe also what is your suggestion for others? Maybe for talking to you after this panel discussion for getting inspired by Minnesota. Well, I think that the things that get me the most excited is when you get to talk to local practitioners and to bring people to the table who want to do business in those communities and find ways to build those public-private partnerships to maximize the public infrastructure with investment from the private sector. I'll give one example from Minnesota. We have 11 federally recognized sovereign tribal nations in Minnesota, and within one particular tribal nation, they were struggling with affordable housing, and this is a common theme in parts of the United States and elsewhere. And they were able to take a technology from Belgium and the Netherlands, historic technology using waste products from agriculture to make a different type of insulation. They call it hempcrete, so concrete made from hemp. And it actually breathes with moisture, and it's cheaper, and it insulates better than plastic or asbestos-like products, and it's more affordable. So they are
transforming affordable housing within the reservation using an ancient technology, building jobs, training a workforce, and using a waste product to make the homes more resilient. And so lifting up ideas like that where you bring economic opportunities, job training, and help solve a problem that is important to that community, I think that is inspiring, and in such a way that you can look at that and say, where else could this be applied and how can we do this even better? Ja, very inspiring. Thank you very much. Dann komme ich auch schon zur Abschlussfrage. Wir sind nämlich ein bisschen zeitverzögert, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir machen jetzt noch eine kleine Abschlussrunde mit einem Gedanken, den Sie alle gleich oder mit der gleichen Frage für Sie alle. Wenn Sie jetzt etwas ändern können, eine, ich sage jetzt mal, einzige Regel für die öffentlichen Investitionen bis 2030, um Klimaresilienz voranzutreiben, was würden Sie jetzt ändern? Herr Middeldorf, Sie dürfen diesmal anfangen. Also was würde ich ändern? Also wir haben schon ganz viel geändert. Wir haben das tatsächlich schon aufgenommen. Also wir müssen, glaube ich, tatsächlich noch mehr informieren, noch mehr die Botschaft senden, dass wichtig ist, dass das ein Thema ist, nicht nur für die öffentliche Hand, sondern auch für private Unternehmen, auch für Menschen in der Region, in all ihrem Tun tagtäglich. Und dass daraus insbesondere auch eine Chance besteht zu noch mehr Lebensqualität in dem unmittelbaren Umfeld. Ich glaube, wenn wir das erreichen, wenn wir dieses Bewusstsein erreichen, dann haben wir schon viel gewonnen. Okay, Bewusstsein schaffen durch Kommunikation zu vor allem auch den verbesserten Lebensumständen. Okay, was würdest du ändern? Also für mich wäre wirklich der Fokus auf die langjährige Zusammenarbeit und darin wäre dann auch noch wichtig, die richtigen Anreize auch in Ausschreibungen zu schaffen, also Bepreisung, Bewertung von den Klimarisiken, aber dann auch die richtigen Anreize zu setzen. Und vielleicht noch als letzter Remark ist, dass wir als Hochtief auch wirklich sehr viele Chancen sehen. Also wir haben es heute ja eigentlich schon gehört, aber Klimaresilienz und auch Dekarbonisierung sehen wir wirklich auch als einen Innovationstreiber. Und wir haben dadurch auch schon viele neue Geschäftsfelder entwickelt. Und ich glaube, das ist nochmal gut auch bewusst zu sein, dass es ist nicht nur eine Anforderung, sondern wir können da wirklich auch in der Praxis sehen wir da die Erfolge. Okay, wunderbar. Das heißt Anreize, privat, öffentlich, langfristig zusammenarbeiten und eben aber auch immer sehen, dass es auch Innovation und ein Wachstumstreiber sein kann. Dann Herr Krischer, was würden Sie ändern? Eine Sache haben wir schon erreicht, das hätte ich noch letztes Jahr als Ziel hier formuliert, dass wir Kommunen und andere Stakeholder dazu bringen, dass sie sich bei anstehenden Investitionsvorhaben mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Ja. Das ist gelungen. Was in Zukunft jetzt noch kommen muss, ist, da kämpfe ich seit Jahren drum, dass wir eine deutsche Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung bekommen. Wir haben die heute im Bereich Agrarstruktur, Küstenschutz. Da gibt es so etwas schon, wo klar über alle staatlichen Ebenen Finanzierungsmöglichkeiten da sind. Das fehlt uns bei der Klimaanpassung noch komplett. Und wenn ich eine Maßnahme jetzt machen könnte, würde ich das schaffen. Machen. Ja, alles klar. Mrs. Kessler, what would be the one thing that you would change? Well, I like all their answers, but I would say that I think bringing to the conversation the return on the investment, which gets at the minister's point, like if we do not invest now, the cost deferred is exponentially more. Yeah. So making the case for a reliable, certain public funding that can bring the private partners and the local leaders to the table, such that they aren't concerned that if they make plans, there won't be any money to invest in them, and understanding that those investments pay dividends. Okay, fantastisch. Ich fasse zusammen. Wir brauchen Kommunikation, wir brauchen langfristige Zusammenarbeit und Anreize, wir brauchen eine Gemeinschaftsaufgabe, den rechtlichen Rahmen und wir brauchen auch den Blick aufs Ökonomische, um zu überzeugen. Herzlichen Dank. Das ist eine großartige Zusammenfassung von unserem kleinen Panel. Ich bedanke mich recht herzlich. Im Nachgang sind Sie ja auch noch hier für vielleicht Rückfragen, die das Publikum noch hat. Und genau, dann nehmen Sie bitte gerne wieder Platz. Wir gehen über zum nächsten Beitrag. Vielen herzlichen Dank.
Wunderbar, jetzt hören wir uns noch an, was denn eigentlich die Wissenschaft dazu sagt. Denn die war ja gerade nicht mit am Tisch und es wird natürlich international jede Menge geforscht in dem Bereich der Anpassung und auch der Anpassungsfinanzierung. Denn das ist ja wirklich klar und offensichtlich. Wir könnten viel mehr investieren, hätten wir mehr Geld. Dann wird es wahrscheinlich schneller gehen. Ich bin jetzt gespannt, was die Forschung dazu mitzuteilen hat. Ich heiße gleich Simone Sandholz hier auf der Bühne willkommen. Sie ist Forscherin an der United Nations University. Die haben natürlich wirklich einen globalen Blick in der Forschung und sie leitet dort die FAST-Abteilung. Das steht für Urban Futures in Sustainability Transformation. Sie beschäftigt sich also sehr mit dem Wandel und da gehört eben auch die Anpassung dazu und die Finanzierung davon. Herzlich willkommen auf der Bühne, Simone. The floor is yours. Genau. Ja, danke Irene und guten Morgen. Ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, hier ein Mikro zu haben und nicht das noch zusätzlich in die Hand zu nehmen. Genau, mein Job ist jetzt, über den Stand der internationalen Forschung zum Thema zu reden. Und ich sage direkt mal, das ist ein sehr, sehr breites Feld mit enorm vielen Facetten. Und wie eben schon gesagt wurde, machen wir Forschung dazu. Die gibt es an sehr, sehr vielen Hochschulen. Und es ist toll zu sehen, dass hier auch verschiedene Hochschulen vertreten sind. Was wir machen bei uns an der UNU in Bonn, ist genau diese Forschung an der Schnittstelle zwischen internationalen Rahmenwerken, wie werden die auf nationale Ebene runtergebrochen und wie wirkt sich das dann auf lokaler Ebene aus. In meinem Team ja auf der städtischen Ebene, wir arbeiten aber auch zur Klimafinanzierung, zu Ökosystemen, also zu allen Themen, die sich mit Klimaschutz, Klimaanpassung und neuen Feldern dort auch beschäftigen. Und es ist toll, das wurde eben auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir uns hier befinden, während in Bonn die SBs laufen, bei denen wir auch beteiligt sind, wo eben auch Fragen von Finanzierung ganz, ganz weit oben auf der Agenda stehen. Und das wurde ja schon ein paar Mal gesagt, Finanzierung ist ein Riesenthema im Sinne von Finanzierung für Klimaschutz und Klimaanpassung. Da habe ich jetzt ganz kurz ein paar Statistiken mit, weil ich will gar nicht mit den Zahlen nerven, aber man sieht, es sind enorme internationale Finanzierungsströme, die sowohl in die Klimafinanzierung allgemein fließen, das ist der obere Teil dieser Abbildung, die aber auch in die Anpassungsfinanzierung insbesondere fließen. Was man schon so ein bisschen sieht an dem Unterschied der Farben, man sieht auch, es ist ein sagen wir mal, ein Bruchteil der internationalen Finanzierung, der in die Anpassung fließt. Man sieht aber auch den Unterschied in den Farben. Das Orange ist die private Finanzierung, das Blaue ist die Public, also die öffentliche Finanzierung. Das bei der Anpassung ist vor allen Dingen immer noch die Public-Finanzierung, also die öffentliche, während im Bereich des allgemeinen Klimaschutzes, also vor allen Dingen der Mitigation, es auch sehr viel mehr private Finanzierung ist. Also da gibt es durchaus noch Luft nach oben sozusagen und Public-Private Partnerships sind da natürlich eine Möglichkeit, diese Lücke zu schließen. Das ist eine Studie, die in dem Fall von CPI kommt. Das ist ein internationaler Think Tank und Sie finden in dem Bereich sehr, sehr viele Think Tanks, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist das ist jetzt eine Abbildung aus einer weiteren Studie eines internationalen Think Tanks. Sie sehen, Klimafinanzierung ist ein beforschtes Thema. Public-Private Partnerships findet man dann eher so als ein Instrument dieser Klimafinanzierung als Bestandteil eines größeren Portfolios. Hier wurde in dem Fall beispielsweise analysiert, welche Finanzierungsinstrumente gibt es, vor allen Dingen für die Klimaanpassung in dem Fall. Ich verspreche, es ist das letzte Slide, das halb auf Englisch ist. Und da sehen Sie eben, dass hier das eingerahmte Public-Private Partnerships querbeet durch fast alle Sektoren eigentlich mit Beispielen belegt werden konnte für die Sinnhaftigkeit eben für Anpassung, wo das privater und öffentlicher Sektor dort zusammenarbeiten. Vor allen Dingen in Zeiten von Finanzierung, die eben weiter zurückgehen. Das wurde ja in den beiden Einführungsvorträgen schon sehr sehr beispielhaft dargestellt, dass wir dort eben auch wachsende Herausforderungen haben. Gleichzeitig dienen aber natürlich Public-Private Partnerships auch dazu, letzten Endes in diesem Zusammenschluss auch mit anderen Finanzierungsinstrumenten die private Finanzierung wahrscheinlich ein bisschen abzusichern und auch resilienter und krisenfester zu machen.
So, nach zu sagen, einfach vielleicht habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist Forschung, die wir selber betrieben haben an der UNU, wo wir über eher sozialwissenschaftliche Methoden abgefragt haben, was wird denn international gemacht. Das war jetzt tatsächlich ein internationaler Fotowettbewerb, den wir streuen konnten über diverse UN-Partnerorganisationen, unsere eigenen internationalen Partner, wo wir gesagt haben, schickt uns Bilder, schickt uns Geschichten. Was wird denn in euren Städten, das war jetzt Stadt- und siedlungsbezogen, was wird denn schon gemacht an Climate Action ganz allgemein, nicht unterschieden nach Anpassung und Schutz. Da haben wir sehr, sehr viele Beispiele bekommen, die sich vor allen Dingen mit naturbasierten Lösungen auseinandergesetzt haben. Und vieles davon waren tatsächlich Public-Private Partnerships, oft ohne dass die Bürgerinnen und Bürger das gewusst haben, sondern die haben dann einfach erzählt, naja, und dann ist es in den letzten Jahren entstanden und es ist toll und daraus haben wir jetzt gelernt für uns selber, was für uns ein bisschen ein Zeichen gewesen ist, dass das eigentlich inzwischen als ein sehr, sehr standardisiertes Instrument angesehen wird und das auch weltweit. Das ist jetzt beispielsweise ein Foto aus Kalkutta in Indien, wo eben der ÖPNV elektrifiziert wurde. Das ist erstmal Klimaschutz, aber auch mit Bezug auf die Klimaanpassung, weil eben auch Wert darauf gelegt wurde, Stadtteile, Bereiche der Stadt weiter zu erreichen, die durch klimawandelbedingte Naturgefahrenereignisse eben mehr betroffen sind und dort auch jetzt Leute besser anbinden können, um zu ihren Jobs zu gelangen und da keine Einkommensverluste durchzuhaben. Also nur als ein kleines Beispiel. Ein zweites, das ich mitgebracht habe, ein ganz nettes Foto ist, das ist aus Cebu auf den Philippinen, wo man sofort sieht, okay, da geht es natürlich um erneuerbare Energien und die Implementierung, aber in dem Fall ging es nicht nur darum, dass innerhalb eines großen Public-Private Partnerships da eben flächenmäßig Photovoltaik implementiert wurde, ein Public-Private Partnership, aber daraus sind andere nachgewachsen, die eben auf der kleineren, eher dörflichen Ebene dann als kleine Start-ups entstanden sind, dann aber auch öffentlich weiter gefördert wurden, als ein Beispiel, wie größere Public-Private Partnerships dann sich auch weiter ausdehnen können und da vielleicht auch Innovationen nach sich ziehen. Und in dem Fall sieht man, dass da der kleine Junge mit dem kleinen Panel auf seinem Haus spielt, aber daraus eben auch dieses ganze Dorf ein anderes Bewusstsein erlangt hat und ein bisschen aufbauend auf dem, was wir eben aus der Podiumsdiskussion gehört haben, da eben es auch eigentlich noch einen großen Forschungsbedarf gibt, nicht nur wie Public-Private Partnerships unterstützt werden können, sondern wie man sie selber auch als Instrument verstehen kann, um daraus weitere Handlungen, weitere ambitioniertere Climate Action eben weiter zu erzeugen. Und das von größeren Public-Private Partnerships, wie hier im Beispiel an diesem großen Feld dargestellt, die dann aber auch weiter wachsen können und vielleicht dazu führen, dass auf lokaler Ebene noch andere Dinge entstehen. Das waren jetzt Beispiele vor allen Dingen aus dem internationalen Kontext, zeigt aber auch, dass das ein globales Thema natürlich ist, dem sich eigentlich auch jeder stellen muss, weil Klimawandeleinflüsse global sind und auch global weiter wachsen werden. Firmen, die sich die über Public-Private Partnerships aufgebaut sind und die sich in sowas engagieren, brauchen natürlich auf der anderen Seite auch vielleicht eine Sicherheit, aber auch den Zugang zu öffentlichen Partnern, was teilweise nicht ganz einfach ist. Da sind wir jetzt wieder bei Klimafinanzierungsfragen. Das ist die simpelste Darstellung, die ich finden konnte, der internationalen Klimafinanzierungsarchitektur. Und das sagt eigentlich schon einiges aus, nämlich es ist unfassbar komplex. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind eine Firma, die sich vielleicht nicht nur auf einer lokalen, sondern auf einer anderen Ebene engagieren will in diesem Feld, dort durchzusteigen auf einer kommunalen Ebene oder vielleicht sogar auf einer Bundeslandebene erfordert einiges. Das ist natürlich jetzt vor allen Dingen dieser Zugang zu internationalen Fonds, aber das ist eben die Realität, mit der sehr, sehr viele Länder, sehr, sehr viele Kommunen leben müssen, die jetzt vielleicht auf einer nationalen Ebene
haushaltsmäßig etwas weniger gut aufgestellt sind. Und das hindert dann natürlich den Zugang zu diesen Finanzierungen, die eventuell bereitstehen, wo man aber gar nicht weiß, was sind hier die Modalitäten, um dort den Zugang zu gewinnen, was wiederum dann in einem nächsten Schritt auch eine Barriere sein kann für PPPs, weil ganz einfach dort auch Finanzierungswege geblockt werden. Die Frage von größer aufgestellten PPPs ist eigentlich in diesem Kontext, in dieser Community nicht unbedingt breit zu finden. Jetzt noch ein paar Minuten auf die subnationale Ebene eingehen, die jetzt von meinem Team auch ein bisschen mehr bearbeitet wird. Beispiel Städte, ganz konkret, Städte weltweit generieren mehr als 80% des globalen Bruttoinlandsprodukts. Wir wissen, jeder gute Vortrag über Städte beginnt damit, bald sind 2/3 der Weltbevölkerung StadtbewohnerInnen, produzieren allerdings auch einen großen Teil logischerweise der globalen Treibhausgase. Aber durch diese große Menge von Menschen, die auf sehr engem Raum leben, besteht natürlich auch ein sehr intensiver Bedarf an Klimaanpassung. Und vielleicht auch ein großes Innovationspotenzial, dort Sachen zu testen und zu implementieren. Gleichzeitig erhalten aber Städte nur weniger als 20% der nötigen Finanzierung, um Anpassung und Klimaschutz zu betreiben. Also hier sehen wir wieder, da besteht ein enormer Bedarf, weiter zu schauen und auch zu forschen, wie bekommen wir die Finanzierung an die richtige Stelle und wie bekommen wir das dann quasi nochmal quer, um den Raum auch zu schaffen, private Finanzierung zum einen weiter einzubetten und privat-öffentliche Finanzierungsinstrumente wie PPPs weiter zu befördern. Ohne ins Detail gehen zu wollen, es gibt auf der internationalen Ebene zum einen die Klimaanpassungspläne, aber auch Klimaschutzpläne. Die Klimaanpassungspläne, National Adaptation Plans oder NAPs, sind gefordert von allen Staaten, die das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet haben. Die letzte Runde ist schon ein paar Jahre alt, was aber im letzten Jahr neu eingereicht werden musste, waren die Klimaschutzpläne, die NDCs, Nationally Determined Contributions. Inzwischen ist da die Grenze nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr so ganz trennscharf, weil man natürlich beide Seiten eigentlich zusammen betrachten muss. Und die Kollegen von UN-Habitat haben eben zu Städten und zur Frage von Städten in den nationalen Klimaschutzplänen, in den NDCs 3.0, wie sie heißen, eine Studie gemacht. Und ich habe mal den Teil rausgezogen, der sich mit der Finanzierung beschäftigt. Und da sieht man eigentlich in der Forschung, die gemacht haben, ganz positive Signale. Wenn man sieht, dass in diesen nationalen Plänen, die natürlich oft eine Barriere auch sein können für die subnationale Ebene und das Handeln dort, eine wachsende Berücksichtigung von Klimafinanzierung stattfindet. Da sind jetzt nicht PPPs per se direkt genannt, aber es ist natürlich ein vereinfachender Faktor, wenn die nationale Ebene das sozusagen schon einmal ermöglicht und es dort dann zu leichterer Implementierung vor Ort kommen kann. Sie sehen auf der Karte, dass das regional durchaus unterschiedlich verteilt ist, aber es einige Länder gibt, die das schon sehr offensiv betreiben und die auch sehr deutlich klargemacht haben in ihren Klimaschutzplänen, dass Privatsektor und Blended Finance sowohl für Klimaschutz als auch Klimaanpassung eine Priorität sein wird über die nächsten Jahre hinweg. Und das kann sicherlich dann auf der Ebene auch PPPs weiter vereinfachen, lokale, aber auch für internationale Firmen. Als letzte Folie, was heißt denn das jetzt für die Zukunft von Klimafinanzierung, aber auch von vielleicht PPPs in dem Feld? Und ohne Finanzierung, sowohl öffentlich als auch privat, wird es dazu eben nicht kommen können. Vielleicht so ein bisschen wieder zurückbezogen auf das, was gerade in Bonn passiert oder was auch bei den letzten Klimaverhandlungen passiert ist. Hier bei der Resilience Expo ist der Fokus natürlich vor allen Dingen erstmal auf der Anpassung, aber die können wir schlecht losgelöst sehen vom Klimaschutz und einem neuen Strang, der sich über die letzten Jahre aufgetan hat.
Wenn man es ganz vereinfacht sagt, brauchen wir Anpassung, weil wir nicht genug getan haben im Klimaschutz. Das heißt, mehr Finanzierung für Klimaschutz wird auch der Klimaanpassung helfen, weil wir da dann vielleicht ein bisschen weniger von brauchen in Zukunft. Also jedes Zehntelgrad zählt hier. Was wir aber auch sehen, ist, dass wir selbst bei der Anpassung zu wenig tun. Und deswegen ist über die letzten Jahre hinweg der sogenannte, kann man sagen, dritte Strang in der internationalen Klimaarchitektur entstanden. Das sind Verluste und Schäden. Das ist im Prinzip nichts anderes als das Eingestehen davon, dass wir sowohl im Schutz als auch in der Anpassung vielleicht nicht genug tun, nicht ambitioniert genug sind, sondern dass es zu Verlusten und Schäden kommen wird. Und das wird auch Verluste und Schäden bedeuten von Infrastruktur, von auch intangible, von eher persönlichen Besitztümern, die wir vermeiden können über eben die Anpassungsmaßnahmen, die wir jetzt betreiben, inklusive mit PPPs. Was man aber auch sieht, ist, dass in der Forschung das Thema ausgebaut werden kann. Ich habe das jetzt von verschiedenen Seiten ein bisschen beleuchtet. Man sah, dass da sehr viele Thinktanks beteiligt sind. Man sieht, dass es auch Sozialwissenschaft, aber auch bei der Infrastrukturforschung da was dazu gibt. Als guter Forscher macht man natürlich als allererstes eine Recherche, was haben die anderen schon dazu gemacht, und da gibt es Suchplattformen, und zum Thema Anpassung, Public-Private Partnerships, Finanzierung und Klimawandel habe ich genau 51 Publikationen weltweit gefunden. Vielleicht ist das auch ein bisschen als letzten Satz ein Aufruf von einer Forscherin an auch Privatwirtschaft, dass man auch da gemeinsam mehr zu forschen könnte und dass Sie sicherlich alle über ganz tolle Daten verfügen, die es wert sind, auch publiziert zu werden. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank, Simone, für den Blick aus der Wissenschaft zum Thema Anpassungsfinanzierung. Und Finanzierung, Euros, Geld bleibt jetzt noch Thema für die allerletzten 5 bis 10 Minuten hier oben auf der Bühne. Und jetzt haben wir ja gerade die globale Perspektive mit dem ultrakomplizierten Diagramm uns angeschaut rund um die Finanzierung. Wir zoomen jetzt ganz dicht dran. Wir sprechen jetzt als allerletztes, oder ich spreche ganz kurz hier oben auf der Bühne mit einem Investor aus Deutschland, der investiert in Firmen wie hier die Aussteller und Ausstellerinnen, in Firmen, die Klimaanpassungslösungen entwickeln und voranbringen. Und ich spreche mit einer zweiten Person, nämlich einem Unternehmer, einem Gründer einer Firma, einem Start-up, die sich das Thema Finanzierung natürlich aus der Perspektive auch ständig angucken müssen. Die mussten erstmal starten, die mussten wachsen, erste Kunden und so weiter und so fort. Auch da spielt Geld und Euro und Finanzierung immer wieder eine Rolle. Mit den beiden mache ich jetzt hier unser kleines Abschlussdialog zum Thema Investieren, Chancen, Lücken auf der Bühne. Kommt bitte hoch, Felix Kaiser und Julian Hoffmann. Einer hier, einer da, ich in die Mitte. Entgegengesetzte Positionen einnehmen. Oh ja, es ist kein Streitgespräch, genau. Dann, wir machen das ganz schnell. Ich stelle euch nicht vor, sondern ihr euch immer selber als allererstes. Das macht am meisten Sinn. Wir fangen mit dir an, Julian. Du hast ja ein Unternehmen gegründet, Floodwave. Du stehst auch hier. Das heißt, wer gleich Rückfragen hat, kommt am besten zu dir an den Stand. Standnummer? 14. 14, wunderbar. Was macht ihr bei Floodwave? Genau, ich bin Julian Hofmann, Geschäftsführer Floodwave GmbH, und wir übersetzen Wetterdaten in konkrete Überflutung. Bedeutet, was passiert auf der Oberfläche, und das sehr hoch aufgelöst und in Echtzeit. Das war tatsächlich vorher mit den klassischen Modellen nicht möglich. Das heißt, es geht nicht um Karten, die Theorie quasi vorhersagen, sondern es geht um die Echtzeitdaten. Wie ist jetzt gerade die Hochwassersituation? Genau, es wurde insbesondere dafür entwickelt, jetzt auch Möglichkeiten zu haben, eine sogenannte auswirkungsbasierte Vorhersage zu machen. Das heißt, Wetterdaten fließen ein, nicht nur ein Wettermodell, sondern mehrere. Das heißt, ich habe eine Bandbreite davon und kann es dann direkt übersetzen auf, wie viel Wasser steht tatsächlich an meinem Gebäude oder auch natürlich im Kreis, wo muss ich reagieren. Gutes Gebäudekreis. Wer ist denn da euer Kunde? Ja, begonnen haben wir insbesondere mit der öffentlichen Hand, also Kommunen, Kreise, kann aber auch auf Länderebene skaliert werden. Das ist das Tolle bei dem Ansatz. Mittlerweile aber auch Industrie, Kritisbetreiber, Kritis-Dachgesetz als Stichwort, aber auch Versicherungen.
Okay, und ein Beispiel, wer ist so euer Kunde, wen kennt man so? Genau, gestartet haben wir mit der Städteregion Aachen. Aachen, Das ist okay, auch ja, ein ja. Leuchtturmprojekt, also 1000 Quadratkilometer hoch aufgelöst, direkt diese Übersetzung durchzuführen mit dem Katastrophenschutz, um dann rechtzeitig zu reagieren. Alles klar, dann jetzt die Investorenseite. Felix, hallo, herzlich willkommen. Du bist Investor, das ist ja immer schon spannend genug für die meisten, die nicht jeden Tag hier mit Geld arbeiten. Und nicht nur das, du hast ein Angel-Syndikat. Okay, stell du dich doch mal vor und erklär uns ganz kurz, was ist ein Angel-Syndikat? Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Felix Kaiser. Ich war selber 15 Jahre lang Unternehmer, habe viele Startups gegründet und skaliert, bin jetzt auf der Investorenseite und habe mit Resist.vc da oben im Bild das wahrscheinlich weltweit erste Angel-Syndikat für Klimaresilienz. Also ich habe ein bisschen recherchiert, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich behaupte es jetzt einfach mal, dass es das erste ist. Und das funktioniert im Alltag folgendermaßen. Ich investiere selber in Startups frühphasig und ich ermögliche aber meinen Syndikatsmitgliedern, gemeinsam mit mir zu investieren. Was ist das Problem, das ich löse? Auf Startup-Seite einerseits ist es so, ich kann viel mehr Kapital mobilisieren, gerade in der frühen Phase. Also für Startups wissen hier viele aus eigener Erfahrung wahrscheinlich, ist diese Phase zwischen Idee und Marktreife besonders kritisch und frühphasiges Risikokapital kann da eben einer der Schlüssel sein. Und für meine potenziellen Co-Investoren ist das so, also ist hier ein Syndikatsmitglied im Raum irgendwo? Ja, bitte. Stellen wir uns vor, Gratian als Privatperson interessiert sich jetzt für das Thema Klimawandelanpassung. Ja? Dann ist die erste Frage, die er sich ja stellen muss, wie komme ich eigentlich an interessante Startups ran? Dann kann der hier auf diese Resilience Expo kommen, weltweit erste habe ich heute gelernt, und guckt sich dann einen kleinen Ausschnitt dieser Landschaft an von Startups und vielleicht findet er auch eins, was ihm zusagt. Dann ist die Frage, hat er neben seinem Dayjob sozusagen und gegebenenfalls Familie, anderen Verpflichtungen die Möglichkeit, eine echte Due Diligence auf das Thema zu machen? Wochenlang sich in das Thema reinzufräsen und dann eine Investmententscheidung zu treffen. Und dann ist die Frage jetzt mal unabhängig von einer Person, einer einzelnen, wie viel Kapital kann man als Investor mobilisieren, wenn man kein professioneller Investor ist und irgendwie hier 200.000 in irgendeinen US-Fonds schieben kann. Und das ist der Vorteil vom Angel-Syndikat, das ist sehr niedrigschwellig, da kann man ab einstelligen Eurobetrag, vierstelligen Eurobetrag mitmachen. Einstellige Tausender. Und damit ist es eben, also Demokratisierung ist jetzt ein großes Wort, das möchte ich jetzt hier nicht benutzen, aber es ermöglicht eben Menschen den Zugang zu Investitionen direkt in das Thema Klimaresilienz, die das sonst einfach nicht tun könnten. Okay, dann machen wir es auch noch mal ganz konkret. Was für ein Unternehmen, worin hast du schon investiert? Oder ihr als Syndikat? Also, wenn ich die jetzt runterrattern würde, wir haben jetzt, ich finalisiere gerade unser 8. Investment und das klingt aber wie ein Kessel Buntes, wenn man die so hintereinander weghört, weil eben wir investieren in alle Klimagefahren, also alle 6 großen Klimagefahren. Es gibt natürlich viel mehr, aber große Cluster sind es 6. Und wir investieren in alle betroffenen Gebiete und alle betroffenen Branchen und zum Beispiel jetzt die letzten beiden, um mal die Bandbreite aufzumachen, Moskitokontrolle, pheromonbasiert, das heißt also Bekämpfung von Moskitos und den durch Moskitos übertragene Krankheiten durch eine ökologisch verträgliche, billige, skalierbare Lösung. Ja. Denken wir in Richtung Refugee Camps oder auch Luxusresorts. Oder KI und robotikgestützte Waldbrandbekämpfung war auch ein Thema, wo ich jüngst investiert habe mit meinen Co-Investoren zusammen. Aber es können auch Bereiche Infrastruktur, Gebäude etc. sein. Also wir sind da sektoragnostisch, weil, glaube ich, der Anpassungsbedarf einfach so groß ist, dass man sich da auch die besten Themen und besten Startups raussuchen kann. Das heißt, du gehst auch mit solchen Augen hier durch die Ausstellung, denn hier ist ja auch wirklich von A bis Z alles mit dabei. Alles klar, dann von der Logik her, wann investierst du in so ein Unternehmen oder in diesen Markt? Also wann sagst du, ja, das ist es? Also von der Unternehmensphase her würde ich sagen, je frühphasiger, desto besser in der Regel. Also ich glaube tatsächlich, dass ein Schlüssel für erfolgreiche Klimaanpassungswirtschaft diese Überbrückung dieser ersten harten Jahre ist. Sobald ein Unternehmen
ein Proof of Concept hat und erste Umsätze etc., gibt es ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten. Ich sehe den Schlüssel aber da drin, dass man möglichst früh investiert. Das ist für uns als Syndikat spannend, weil dadurch, durch das höhere Risiko, wir auch viel günstigere Bewertungen bekommen im Einstieg. Und es ist, glaube ich, genau die Lücke, die es hilft, dieses Potenzial, also deren Schließung es helfen würde, dieses Potenzial freizusetzen, was schon längst da ist. Ja. Alles klar, dann check bei dir. Du bist ja gerade, also du mit deiner Firma Floodwave, ihr seid ja ein junges Unternehmen und hattet bestimmt auch Finanzierungsfragen. Ihr musstet ja irgendwie erstmal in die Gänge kommen. Ihr musstet von der Idee bis zu dem ersten Produkt, Proof of Concept und zum ersten Kunden, haben wir ja gerade gehört. Wie habt ihr das gemacht? Wir hatten tatsächlich schon sehr viele Anfragen, der Bedarf war groß. Durch mein Netzwerk, was ich vorher auch schon aufgebaut hatte, konnten wir sehr schnell auch die Lösung anbieten. Ja, wir hatten Exist, eine Forschungsinvestition, die quasi reingekommen ist. So eine Förderung quasi? Das ist ein Förderprogramm. Ja. Und auf der Grundlage, was uns ein Jahr getragen hat, konnten wir dann sehr schnell direkt aber auch unsere Lösung anbieten. Das heißt, direkt von der Möglichkeit, sage ich jetzt mal, an den Kunden. Das heißt, ihr konntet von der Förderung direkt in bezahlende Kunden gehen und brauchtet gar keinen Investor. Oder gab es noch andere Gründe, warum ihr euch gegen einen Investor entschieden habt? Also uns war es erstmal wichtig, auch ein Produkt zu schaffen, womit wir direkt an den Markt gehen kann. Also zu sehen, wo haben wir ein Product Market Fit. Und als wir gesehen haben, ja, das kommt sehr gut an, sind wir einfach weitergegangen. Klar, wir haben sehr viele Anfragen bekommen und ist auch nach wie vor für uns eine Option. Bedeutet, gerade wenn es um Skalierung geht, der Markt wächst, wäre das für uns eine sehr spannende. Dann sprecht ihr vielleicht gleich nochmal. Ne? Genau. Okay, alles klar. Und dann vielleicht nochmal die Frage bei dir. Würdest du sagen, ist nachvollziehbar, erstmal ohne externes Kapital zu wachsen? Wann ist es wohl eine gute Idee und wann auch eher nicht? Also aus Unternehmerperspektive, jetzt aus meinem Vorleben, kann ich sagen, es ist absolut nachvollziehbar. Ich denke, man muss sich als Unternehmer in erster Linie fragen, was für eine Firma möchte ich bauen und was für ein Leben möchte ich leben. In diesen 10 Jahren, 20 Jahren etc., die ich diese Firma hauptberuflich leiten werde. Und es ist natürlich immer so, wer externes Kapital reinholt, kann schneller wachsen. Aber Punkt 1 ist, sobald ein externer Investor drin ist, möchte der unterhalten werden, Reportings bekommen, der möchte mitentscheiden, mitgestalten, was gut oder schlecht sein kann, auch je nach Investor. Das muss man sich sehr gut überlegen, ob man das möchte. Und es gibt schon so Konstellationen, wo ich sagen würde, da muss man jetzt unbedingt externes Geld aufnehmen, weil einfach ein sehr, sehr kleines Zeitfenster da ist, um die Firma erfolgreich zu machen. Ja, riesen Wettbewerb, öffentliche Ausschreibungen, die man gewinnen will oder irgend sowas. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, woran glaube ich, was ist das Beste für meine Firma und für mich? Ich muss das ja dann täglich leiten. Und daraus würde ich meine Finanzierungsentscheidung ableiten. Und es ist ja auch nicht so, dass es nur Eigenkapital als Option gibt. Ne? Eigenkapital, wenn ich an meine Firma glaube, ist die teuerste Art, mich zu finanzieren. Ja? Es gibt Forschungsgrants, es gibt für, wenn man jetzt Hardware macht, was du ja nicht machst, aber dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, diese wahnsinnig kapitalintensiven Hardware-Komponenten anders zu finanzieren als über dieses teure Eigenkapital. So. Alles klar, dann kommen wir zur Abschlussfrage, denn ich glaube, die Leute wollen hier alle dringend in die Ausstellung und das ist genau auch die Abschlussfrage an euch. Wenn ihr jetzt vielleicht irgendwann mal den Moment habt, gleich um die Ausstellung euch anzuschauen, worauf achtet ihr? Was schaut ihr euch an? Jetzt du aus deiner Perspektive eines Ausstellers, was schaust du dir an? Ganz klar erstmal, was gibt es auch für andere Lösungen? Wo können wir uns auch weiter positionieren? Konkurrenz? Ja, genau. Wo geht gerade auch so der Bedarf hin? Und dann aber auch ganz konkret mit möglichen Kunden dann zu sprechen. Wo sind die Pain Points? Was braucht es eigentlich gerade? Das sind eigentlich die ganz entscheidenden Sachen. Okay, Stand 14. Und du, was schaust du dir an aus der Investorenperspektive vielleicht? Also ich glaube, in so einem Format, egal ob ich Investor oder Kunde bin, das Wichtigste ist in meinen Augen, dass ich mit meinem Vorwissen und meinem Intellekt in der Lage bin zu verstehen, was dieses konkrete Unternehmen besser macht. Weil jeder kann mir sagen, er hat einen proprietären KI-Algorithmus und der macht da was ganz Tolles, aber wenn sich das nicht in irgendeinen sichtbaren Kundennutzen übersetzt, dann entweder kann mir das Startup das Thema nicht erklären, das ist immer schlecht, weil Sales ist nun mal essentiell, oder es gibt einfach keinen Vorteil. Okay, du guckst also ganz genau hin in den Gesprächen. Wunderbar, dann herzlichen Dank für diesen ganz kurzen Einblick. Ihr seid beide auch noch da jetzt im Nachgang. Das heißt, Fragen an euch wahrscheinlich dann im Nachgang immer gerne. Herzlichen Dank für diesen Investment-Einblick.
So, genau, ich habe jetzt schon angesprochen, die Ausstellung sich anzuschauen, auf Dinge zu achten, sich zu vernetzen, vielleicht Kunden oder Lösungen kennenzulernen. Es startet jetzt, liebe Leute, es geht los, denn ich werde selber auch ganz unruhig. Ich möchte auch die Zeit haben, mir hier einiges anzuschauen und darum verabschiede ich mich jetzt zunächst einmal digital an die digitalen Zuschauer im Livestream, die online zugehört und zugeschaut haben. Schön, dass Sie da waren und erkläre Ihnen hier vor Ort als nächstes, was jetzt ansteht. Und zwar, wenn das Bühnenprogramm hier in 2 Minütchen vorbei ist, dann werden die Stühle abgeräumt und stellen sich hier noch einige Aussteller hin. Und dann kann einfach jeder und jede Person, wie sie und er lustig ist, selber durch die Ausstellung gehen. Aber auch als Teil einer Tour. Wir bieten nämlich verschiedene thematische Touren an. Da können Sie mit einem aus unserem Team, mit einer Person, gemeinsam einen Rundgang machen. Die wird Sie dann zu speziellen Ausstellern führen und da ein bisschen länger verweilen. Da ist nicht nur spannend, was Sie sich anschauen, sondern vielleicht auch, mit wem Sie diese Tour machen. Denn vielleicht hat die andere Person, die mit Ihnen die Tour macht, genau die gleichen Fragen. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Und das können Sie sich wahrscheinlich jetzt alles gar nicht merken, welches Thema wann gemacht wird. Das wird immer auf unseren durchlaufenden Bildschirm und gleich hier oben auch auf der Bühne ständig angezeigt. Da können Sie immer wieder reinschauen. Je nachdem, welche Tour Sie interessiert, können Sie sich einfach anschließen. Es gibt jetzt gleich auch die Möglichkeit, sich Snacks zu kaufen, hier an der Bar, Mittagssnacks, und Getränke gibt es den ganzen Tag gratis. An der Bar, aber auch an so Kühlschränken, die hier überall verteilt sind. Nehmen Sie sich die gerne. Und am Nachmittag gibt es 4 Sessions, das hatte ich ganz am Anfang schon gesagt. Oben, wenn Sie hinter sich schauen, oben sehen Sie so eine Empore und da sind 2 Räume mit Stühlen und da finden dann in Summe 4 Sessions statt. Welche es gibt und wo die stattfinden, sehen Sie auch immer wieder. Es wird eine englischsprachige Session geben, da geht es weiter um das Thema Public-Private Cooperation, also Zusammenarbeit zwischen privat und öffentlich. Es wird eine Session zu Daten und der Nähe zur Versicherung geben. Es wird eine weitere Session zum Thema Strukturwandel, Transformation, regionale Transformation geben. Und auch das letzte Thema, was wir besprochen haben, Investmentperspektive, gehen wir nochmal vertieft an. Das wird auch in der Dauerschleife gleich laufen. Sie können sich dann ganz in Ruhe anschauen. Inklusive auch, wo und wann das genau stattfindet. Und es gibt auch noch einen Pitch oder 2-mal die Gelegenheit, unserem Nachwuchs zuzuhören. Denn es gab vor einem halben Jahr ungefähr einen Hackathon, da haben sich Studierende Klimaanpassungsfragen angeschaut und eine Lösung entwickelt. Und die wird hier heute nochmal gepitcht, denn das Unternehmen, für den diese Lösung relevant ist, bringt es jetzt in die Umsetzung. Das heißt, die Studierenden haben sich sowas Gutes ausgedacht in kürzester Zeit, dass es jetzt sogar umgesetzt wird. Das können Sie sich auch heute am Nachmittag 2-mal anhören. Und dann enden wir den Tag. Ich hoffe, Sie bleiben bis zum Ende mit den Climate Cocktails. Es gibt am Ende des Tages ein paar alkoholfreie und alkoholische Erfrischungsgetränke, die nette Namen haben und ein paar Häppchen. Es gibt auch noch ein Buffet dazu und das wird vom Netzwerk Klimaanpassung und Unternehmen NRW gesponsert. Das ist am Ende des Tages. Sie sind alle herzlich willkommen. Das wird dann auch hier in dem Bereich Bar und Terrasse stattfinden. Wir hoffen auf gutes Wetter. Und jetzt spanne ich Sie nicht länger auf die Folter. Das Bühnenprogramm ist beendet und die Ausstellung ist hiermit eröffnet. Ich weiß, ganz viele haben sich immer schon was angeschaut, aber jetzt sind auch gleich alle Aussteller wieder an ihrem Stand. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz, ganz viel Spaß und tolle Gespräche und ganz viel Inspiration. Lassen Sie uns die Klimaresilienz gemeinsam weiter voranbringen heute. Herzlichen Dank.